Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits from Zero. Wir befinden uns hier in trauter, ehrfürchtiger Andacht in der Kirche bzw. Kathedrale von Crossbell und haben unter besinnlichem Orgelspiel jetzt die Aufgabe, den hiesigen Kindern nahezubringen, was die Arbeit der CPD im Grunde genommen ausmacht. Und das ist ein sehr interessanter Kontrast, wie ich finde. Schwester Mabel hatte uns beim letzten Mal darum gebeten, hier zu übernehmen, weil wir natürlich aus erster Hand sprechen können. Und ich stelle mich jetzt schon wieder darauf ein, dass es hier einige DP gibt, die man liegen lassen kann, also Bonuspunkte, die es am Ende für die Missionserfüllung gibt, wenn man vielleicht falsche Aussagen tätigt. Ich bin sehr gespannt, was auf uns hier heute zukommt und habe mich schon mit meinem Mobiltelefon bewaffnet, um meine ersten Eindrücke und Picks mit den tatsächlich richtigen Antworten abzugleichen. Und ja, wir gucken mal, wie häufig ich richtig oder halt daneben liege, ne? Crap, I can already feel the butterflies in my stomach. Das fällt bestimmt gar nicht auf. You got this, Lloyd! Die durfte jetzt kurzerhand auch hier am Unterricht teilnehmen. Did you bring her along as a cheerleader? Cut it out, Ryu. Can't you see he's doing his best? Er hat doch noch nicht mal angefangen. Kia, class has started, so I'm going to need you to refrain from the outbursts, alright? Ah, boo, I cheered for you and everything. Ja, aber so läuft das hier nicht. Der schafft das schon, der ist schon groß, der Lloyd. You know, I think I actually feel a little more relaxed now. Thanks, Kia. Really? Okay. Class, ready to start? So. Lecture Start. General Police Information. Oh Gott, die Musik setzt mich jetzt schon wieder unter Druck. Ich fühle gerade extrem Lloyds Nervosität. Choose the correct answers and lead the lesson toward a shining success. To start things off, I want to teach you all about what the police force as a whole actually is. In Crossbell State, there's a certain something that we aren't allowed to establish despite other countries doing so. To compensate for this certain something, we formed the Crossbell Guardian Force and the Crossbell Police Department where I work. And even though we aren't allowed to have one, this certain something is extremely important to any nation. This something being Intelligence Agency, Bracer Guild, Military. Ich habe keine Ahnung. Which of the following is crucial to any nation but doesn't exist in Crossbell? Also das hier kann man ja im Grunde genommen ausschließen, weil von der Bracer Guild wissen wir, ich schwank zwischen 1 und 3. Ich würde mich wahrscheinlich für die 1 entscheiden. Ich bin mir nicht sicher. Hat Crossbell nicht ein Militär? Wobei am Ende von Cold Steel 2 wurde Crossbell ja widerstandslos erobert. Aber lag das daran, dass die kein Militär haben? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich bin mir nicht sicher. Also mein Bauchgefühl sagt mir 1, aber ich gucke nach. Mist, Teil 3 sage ich schon. Antwort 3 ist leider richtig. Menno. Eigentlich habe ich vielleicht sogar selber die Begründung schon abgeliefert, wie man hätte drauf kommen können, aber keine Ahnung. Ich nehme mal die 3. Military. For example, the Erebonian Empire, which lies to our west, uses their military to prevent crime and protect their citizens. But in Crossbell, we don't have an active military, so those roles are divided between several different organizations. Among those is the CPD. It's our duty to carry out investigations of crimes and, if we're lucky, prevent them from happening in the first place. Das ist alles schön und gut. Aber ich finde, das ersetzt kein Militär. Weil wenn sie dann irgendwann mit den Panzern hier einrollen, dann können eure Investigations of Crimes den Staat Crossbell hier auch nicht mehr beschützen. Aber scheinbar hat es ja die letzten Jahre, Jahrzehnte ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob die noch nie ein Militär hatten oder ob das nur der aktuelle Zustand ist. I don't know. That sounded like a pretty good summary to me. Okay, also kriegen wir immer noch mal ein Feedback, ob die Antwort richtig war oder falsch.
augenscheinlich. Das hat sich auf jeden Fall gerade richtig angefühlt. The CPD is split into multiple groups, or what we like to call divisions, and officers and police duties are divided among them. Different divisions are dispatched depending on the nature of severity of a case so that we can respond with the appropriate countermeasures. Among these departments, the division that most often deals with major crimes or international incidents is the... Warte mal, that most often deals with... which division of the CPD is in charge of major cases and international matters? First Investigative Division, Second Special Support Section. Ich würde sagen, die erste, weil von der Second haben wir noch nie gehört. Also ich meine, vielleicht gibt's die, aber dann würde es irgendwie keinen Sinn machen, wenn die wichtigsten internationalen Sachen über Second läuft und nicht über First. Und die hier kennen wir, das sind wir selber und wir sind nicht auf dem internationalen Parkett unterwegs, aber ich werde mich trotzdem nochmal absichern. Ja, die 1 stimmt, also habe ich jetzt nicht intuitiv schon mal alles falsch beantwortet. Es tröstet ein bisschen. The First Investigative Division. For kidnappings, murders and other large-scale cases, the CPD has to put only the best of the best detectives on the job. All of the force's elite detectives are gathered in what's known as the First Division. And we can't lose to them, no matter how impressive they are. So is it. Every detective in the CPD is given an extremely important book called a detective notebook. In addition to doubling as our identification, it also has an even more important use for detectives. That would be: what is the detective notebook's most important use for CPD detectives? To record the progress of investigations, to substitute as an arrest warrant, to upload location data. Das erste, oder? Also das andere, ich weiß nicht, was dieses Notebook so alles kann. Location Data, wird das nicht auch geupdatet mit dem Ding? Aber hier bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die 1 stimmt. Ich gucke. Ja, das stimmt auch. Also einmal einloggen bitte. Recording our progress on a case. Basically, it's a special notepad just for us detectives. It helps us organize the current state of our cases, let us jot down our thoughts, and even keep track of our business expenses. I'd be lost without mine, that's for sure. Nail it. Sehr gut. High five geht raus, Lloyd. Similar to the Bracer Guild, the police force is equipped with the latest generation augments to use in combat scenarios. The police may not be combat specialists, but there are times when a fight can't be avoided, especially when we're tracking down criminals. Speaking of combat, battle augments have already gone through multiple versions since they were first invented, each generation adding brand new features. The battle augments we currently use are... Ach, du grüne Neune. Oh, nee, das weiß ich nicht mehr. What is the current generation of augments? Ich habe keine Ahnung. 5., 6., 7. Ich weiß, das wurde hier irgendwann im Laufe des Spiels wahrscheinlich ganz am Anfang, als wir die Dinger bekommen haben, gesagt. Aber ich würde die goldene Mitte nehmen, aber ich check das nochmal gegen. Okay, es wäre falsch gewesen, denn die 5. Generation ist richtig. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, das 3. Mal in Folge die 1 als richtige Antwort. Na gut, 5th Generation Augments, otherwise known as the Enigma Combat Augments. The special part of this generation is its portable comms feature. Since it lets us contact fellow officers in emergencies, it's perfect for police work. That sounded right to me. Sehr gut, das sollte es auch. There are quite a lot of different positions at the CPD, ranging from your standard police officer to detectives like me. That being said, we all work for Crossbelt's sake. At first glance, you might not think those two roles are related, but you'd be surprised. All police work is rooted in one basic principle, and that's protecting Crossbelt citizens, maintaining public order and compliance with state law, guarding against foreign nations and preserving peace. What is the basic principle behind the CPD's work? Eigentlich alles, oder? Ich finde das erste, das klingt ein bisschen zu mau, also so vom Umfang her, das klingt eher nach Bracer Guild. Also ich würde zwischen 2 und 3 schwanken.
und am ehesten zu 2 tendieren, weil dieses Compliance with State Law, das steht ja irgendwie über allem in der CPD Police Work, oder? Und das hier, das klingt eher ein bisschen nach Militär schon wieder, finde ich. Against Foreign Nations. Das ist schon zu weitläufig. Also Bauchgefühl sagt 2, aber ich gucke. Ja, das können wir einmal nehmen. Das passt. Maintaining public order and compliance with state law. Of course, a large part of our work involves cracking down on criminals to ensure the general public don't have to worry about crime. But another important job of the police is to prevent crime before it happens by upholding the law and setting an example for the citizens. By doing so, we maintain the city's peace in the hopes of someday living in a world without crime. Oh, das wäre schön. That, I'd say, is the CPD's mission statement. Hey, that came together nicely. Sehr gut. Wenn du glücklich bist, Lloyd, dann bin ich es auch. And that's all from me. I hope at the very least you got a better understanding of how the police operate in Crossbell State. It might have been hard to follow at times, but did you manage to understand most of it? And that should mark the halfway point. He hit all of the main points accurately and concisely and made sure to project his voice throughout the classroom. Well done, Lloyd. Sehr gut analysiert. He may very well have been a successful academy professor had he chosen that career path instead. Der hat einige Talente, der Junge, aber ich glaube, das gilt für unsere gesamte CPD-Mannschaft. Also für die SSS meine ich. Well then, class, does anyone have questions for Mr. Bannings? He is very nice, so I'm sure he'd be more than happy to answer any you might have. Any question? That's a bit much, isn't it? Let's see how this goes. Q&A Star, General Questions. Oh my gosh, wir sind also noch nicht durch. Choose the correct answers to get through potentially dangerous questions. Well, does anyone have any questions? Kinder sind immer so gnadenlos ehrlich, deswegen wird das vielleicht nicht so unbedingt einfach. Me, pick me! Hamel oder Tamil? Alright, what would you like to know? How do you become a police officer in the first place, Mr. Bannings? Not that I'd ever become one, though. Hey, Tamil, don't you think that's kinda rude? I just pretend I didn't hear that. Ist doch nicht schlimm, wenn der das nicht werden will. Also ich finde daran jetzt nichts Problematisches. You're basically asking if there's any special requirements to become one, right? Well, to become a police officer, pass the detective exam, graduate from the police academy, nothing in particular. Also 3 ist auf jeden Fall falsch. Und also die beiden stimmen wahrscheinlich irgendwie. Aber dieses Examen, das schreibst du doch wahrscheinlich in der Police Academy, oder? Also deswegen ist doch wahrscheinlich eigentlich egal, was du da machst. Wobei die Police Academy wird wahrscheinlich mehr umfassen als nur das Examen. Ich tendiere zu 2. Und die scheint auch zu stimmen, deswegen nehmen wir das. You have to graduate from the Police Academy, wo wir übrigens immer noch nicht rein konnten. Keine Ahnung, ob das Spiel uns irgendwann nochmal lässt hier. By attending the academy, you learn everything you need to know about being on the force. However, as I previously mentioned, there are many different positions within the CPD. For example, if you wanted to pursue a career in detective work, there's a separate exam you have to pass in addition to the base curriculum. There are some people like my teammates who were able to join the force without attending the academy, but that's not the norm. That sums it up. Gotcha. I'm still not gonna join the police, but thanks for the answer, Mr. Bannings. Ich finde das irgendwie so cool, wie straight der ist. Do you mind if I ask a question too? Hau raus. Wenn es genauso einfach zu beantworten ist wie das vorige, dann gerne. Sure, Henri, what is it? Well, we don't hear many details about big incidents that happen in Crossbell, so I just want to know how the SSS was able to solve the wolf attacks case. I've been wondering about it for a while. Das war aber auch in der Zeitung, ne? Ich glaube nur das Wie, worauf er jetzt hier gerade anspielt, wurde nicht so konkret beantwortet. Oh, where the Mafia was misusing their warhounds throughout the state? If I remember correctly, the turning point in that particular case was the SSS Deductive Reasoning, the White Wolf's Assistance, the CGF's Backup. What was the turning point in the Warhounds case?
Ich weiß gar nicht mehr, was die CGFs sind, beziehungsweise ob die uns in diesem Case gebackupt haben. Ich schätze mal, dass alles 3 irgendwie seine Richtigkeit hat. Nur, dass es jetzt hier explizit um den Turning Point geht. Und boah, ich habe hier echt keine Ahnung. Also die Wölfe, die sind uns auf jeden Fall irgendwann mal zu Hilfe geeilt. Das weiß ich noch, so aus heiterem Himmel. Aber war das der Turning Point oder fing das schon früher an? Man könnte auch 1, finde ich, irgendwie erklären, finde ich, weil... Boah, nee, weiß ich nicht. Ich würde zu 2 tendieren, aber keine Ahnung, ob das hinhaut. Doch, das scheint zu stimmen. Okay, bin ich ein bisschen überrascht. Aber war das nicht auch in der Zeitung, in der Crossbear Times? Oder haben die das ausgespart? I don't know. The White Wolf's Assistance. Just when we were about to be done in by the Mafia's warhounds, a pack of white wolves came to our rescue. And after that, Zeit, their leader, decided to come stay with us at the SSS building. The sight of those wolves coming to our aid was one I doubt I'll ever forget. That's incredible. Zeit really is one of a kind, isn't he? Thank you, Mr. Bennings. Excuse me, Mr. Bennings, I have a question. Hau raus, kleine Maus. Sure thing, what would you like to ask me? Do you remember when Ryu and Henri got lost underground? It was a long time ago, I think. Where exactly was that place? Das war doch Geofront. Momo, don't remind everyone about that. You're gonna make us look bad. Aber die wollen es bestimmt ganz genau wissen, wo im Geofront-Bereich. But you guys never tell me anything. That incident in the Geofront? Well, we found Ryu and Henri in... Oh nein, da bin ich komplett raus. Ich würde aber spontan A sagen, weil wir, glaube ich, in der Reihenfolge die einzelnen Sektoren kennengelernt haben. Und das war ganz am Anfang des Spiels, das war ja noch in Chapter 1. War das nicht sogar unser allererster Besuch? Ich würde A loggen, aber ich werde mich rückversichern. Immerhin ist das richtig, sehr gut. Also rein damit. The Geofront's A sector. We found ourselves in trouble when monsters surrounded Ryu, but we were able to make it out safely with Arios' help. Das richtiger Ehrenmann, der Lloyd, ne? Dass er jetzt hier Arios nochmal ins Spiel bringt. Er hätte sich jetzt hier als alleiniger Held vor den Kindern hinstellen können. Ach, Lloyd, du bist ein guter. Yep, I feel like I covered that correctly. Wow, that's incredible. Thank you for the story, Mr. Bennings. Aber ich frage mich gerade, was hat Momo jetzt von der Info? Ich meine, Momo, genauso wie die meisten anderen Kindern auch, werden doch nicht wissen, wie das Ding aufgebaut ist. Also ob er jetzt A, B, C, X, Y oder Z sagt, ändert doch eigentlich nichts, oder? You're welcome. Any other questions? Pick me. I just came up with a good one. Da bin ich aber gespannt. Go ahead, Rio. I heard something about this a while ago, but is there some kind of big difference between the police and the Bracer Guild? Oh, das ist eine gute Frage. Also aus Kindersicht verstehe ich die komplett. Both of you guys beat up the bad guys, right? There's a tougher one. Well, yes, I'm sure everyone else is curious about this question too. If I were to pick one specific difference between the police and the Bracer Guild, it would be right to arrest, power to interfere with the government, not much. Also 3 wird wahrscheinlich nicht stimmen. Ich weiß nicht. Die Bracer können doch niemanden arresten, oder? Boah, ich versuche gerade an Trades in the Sky zurückzudenken. Haben wir da jemals jemanden arrested? Wir haben, wenn dann, die Verbrecher übergeben und dann haben andere arrested, oder? What is the big difference? Right to arrest, also power to interfere with the government. Da darf sich die Bracer Guild eigentlich gar nicht einmischen. Aber dürfen wir das denn? Ich habe keine Ahnung. Also ich tendiere zu 1. Ich guck mal, jetzt bin ich gespannt. Ne, tatsächlich ist die 2 richtig. Das ist interesting. Das bedeutet nämlich, dass es hier unter Punkt 1 keinen Unterschied gibt zwischen den Bracern und der CPD. Weiß ich nicht. Hätte ich jetzt komplett anders eingeschätzt tatsächlich, aber dann nehmen wir mal das. It's somewhat difficult to explain, but Bracers follow
follow what they call the guild code. And it's precisely because of that code that the Bracer Guild is given room to operate in most Zemurian countries. The guild code prevents Bracers from arresting individuals of military or political standing. Hey, das war doch gerade das Thema. Das wird wahrscheinlich wie mit der Police Academy so gemeint sein, dass der erste Teil irgendwie Teil des zweiten Teils ist, aber der erste Teil eben allein nicht zu wenig wäre, um der Komplexität gerecht zu werden oder so. So würde ich mir das jetzt erklären. Granted, if they suddenly started attacking innocent bystanders or something, they're able to make arrests then. Ah, gut zu wissen. And that's where they're different from us. We have the authority to place politicians and other officials under arrest, but... you sure about that? My dad's always telling me that the police are pathetic because they never arrest corrupt government people. Oh, jetzt wird's kompliziert. Rio, I told you already, you can't just say that out loud. Doch. Ich finde es gut, dass er das anspricht, weil Lloyd darauf bestimmt eine passende Erwiderung hat, oder? He has a point. Up until now, our efforts haven't been enough, I'll admit it. And change may not be possible right this very second, but you can count on us to keep working towards being able to. Hey, you've got my support. Siehste, alles richtig gemacht. Hey, you're all talk, Rio. Well, then, any more questions? We should have time for another. Lloyd, I have a question. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, was die raushaut. Kia, and yeah, I thought she was being surprisingly quiet. So, can I ask my question? Sure, go ahead. I wanna know, why did you become a police officer? Das ist eine erstaunlich gute und sinnvolle Frage. Also nicht, dass ich ihr das zugetraut hätte, aber ich dachte, jetzt würde irgendwas Albernes kommen. What the... Na, dann denk mal scharf nach. I asked myself the same thing the first night I was assigned to the special support section, didn't I? You know, I think I have an answer now. Lloyd, is something wrong? Oh no, it's nothing. I don't think this necessarily has a right answer. I just need to speak from the heart and tell them how I've grown by being a part of the special support section. The reason I became a police officer was... Why did Lloyd join the CPD? Heißt das, man kann jetzt hier nichts Falsches auswählen? To become strong, to protect everyone? Not sure. Ich finde, das zweite ist am naheliegendsten. Da muss ich auch nicht so lange überlegen, aber ich gucke trotzdem sicherheitshalber. Okay, es ist tatsächlich egal, was man auswählt. Ich glaube jetzt, vor dem Hintergrund, dass 3 mich eigentlich am meisten interessieren würde, was da als Antwort bei rumkommt. Aber ich hatte ja gesagt, ich nehme immer das, was ich auch genommen hätte, bevor ich nachgucke. Deswegen halte ich jetzt an der 2 fest. To be honest, I'm not sure if I have the right words for this, but if I were to pick something, it would probably be that I want to protect everyone. That includes friends and family, of course, but more specifically, the people of Crossbell, I guess? Maybe there's more to it than that. Sorry, Kia, I know that wasn't a very good answer. No problem, I liked it cause it told me something about you, Lloyd. You're really determined, aren't you? Yeah, you aren't wrong there. Sehr gute Beobachtungsgabe, die Kleine. And with that, I think we'll wrap up our Q&A section of the lesson. Mr. Bennings, your assistance today was extremely helpful. Everyone, make sure to tell him thanks, okay? Thank you, Mr. Bennings. My pleasure. I see you all later. Oh, mega cool. Ich mag diese Fragerunden irgendwie. Thank you for your help today, Lloyd. All the children seemed to have a ball listening to your lesson. I sure hope so. Oh, there's no need to be so humble. It was an amazing, well-thought-out lesson. I even learned quite a bit myself. Remembering how small you used to be and seeing you teach like that has shown me how far you've come. That, above all else, was my favorite part of the lesson. I thought you were awesome, Lloyd. Best teacher ever. I didn't really understand anything you said, but it was still awesome. Ihren Support haben wir wahrscheinlich immer, egal worüber wir referieren. That lesson probably went over a lot of kids' heads, didn't it?
Congratulations, Lloyd. Your lesson was able to end with minimal damage. It seems as though the children have a brighter outlook on the police too. I'm just thankful that I had the opportunity to share with the class. Once again, thank you. Now there's still time left in my lesson, so I'm afraid I have to excuse myself. Kia, if you would like, you are more than welcome to come to the Sunday school class whenever you can. I'm sure the other children will be overjoyed to have a new friend. Okie dokie, I'm kinda busy right now, but I promise I'll come again. It looks like Kia has really taken a shine to Sunday school. Überrascht mich null. I can't wait. Oh, Lloyd, I would love for you to take this, a token of my gratitude. Holy Locket haben wir aber, glaube ich, schon. Are you sure this is okay? Consider it thanks for giving such a great lesson while already being tied up. Please accept it. Well then, until next time. Oh, war cool. Alright, time to get back on track. We should make our way to St. Ursula. That seems to be our best course of action. We can wait for a bus by the south exit. Yay, away we go! Sunday School Guest Lecturer completed. Cool. Ey, ich bin gerade so erleichtert, dass ich das nicht noch in die letzte Folge versucht habe mit reinzuquetschen, weil ich da echt überlegt habe und mir nicht sicher war, wie viele Fragen da kommen, aber das war jetzt doch alles ein bisschen umfangreicher, ne? Thank you for your help today, Lloyd. You too, Kia. Please know that you're always welcome to join Sunday School. Okay, it seems fun. Sorry, musste gerade rülpsen. Kia, feel free to join Sunday School. I'm sure the other children will be overjoyed to have a new friend. Ich feiere das immer noch so sehr, dass sie sich da neben Momo einfach hingesetzt hat. Das ist vielleicht der Anfang einer Freundschaft. Wir werden sehen. Okay. Ah, nee, das haben wir doch noch nicht. Das ist neu, aber jetzt auch nicht so spektakulär. A locket blessed with thaumaturgy to protect its holder. Wobei prevents death blows, das ist eigentlich ein Upgrade davon. Und wer weiß, vielleicht werden wir das noch brauchen, wenn dann ein bisschen Defense Boost und so noch mit hinzukommt. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, sagt ihr jetzt alle was Neues? Today's class was sorta hard, but still pretty fun. Thanks. Oh. Guck mal, wie sie sich auch nochmal bedankt. Okay, dann sagen die alle was Neues. Das nehmen wir noch mit. To be honest, I didn't know a lot about the CPD, so today's class was really cool. Come be our teacher again someday, okay? Naja, er kann aber auch nur über dieses eine Thema referieren. Also zumindest spontan und ohne Vorbereitung. Your lesson wasn't too shabby. I'll make sure to stop by the SSS whenever I feel like petting Zeit. Ja, der ist auf jeden Fall ein guter Türöffner für die Kids hier. What was up with Tamil earlier? His enthusiasm is kinda scary. Always know right from wrong. If you don't, you're gonna be in a pickle. Was meint er denn? Was war denn daran scary, dass er uns eine Frage gestellt hat? Tja, I thought we'd get out of normal class after having that special lesson. Sister Mabe doesn't miss a beat when it comes to this kind of stuff. Aber ich finde das auch voll cool von ihr, dass sie die Chance beim Shop verpackt, ihren Schülern das so aus erster Hand mitzugeben. Also da denkt auf jeden Fall jemand mit. It was a little hard to understand, but I was able to focus more this time. So, thanks. Gern geschehen, kleiner Mann. Die sagen nichts Neues, ne, wenn man die ein zweites Mal anspricht. Wow, I didn't know there were so many different kinds of police officers, but I know the Special Support Section. Beste Schreibweise, geil. Go and catch all the bad guys, Mr. Bennings. Oh, mega. Wie ich das immer feiere, wenn sie hier das Ganze versuchen, in Kindersprache zu beschreiben. Ist ja nicht das erste Mal. I've heard all about the spacious seaport, the special support section. Do your best, Mr. Bennings. Einfach nur herzallerliebst. Oh, das war schön hier. Das werde ich vermissen. Das war so ein kleines Highlight. So, dann jetzt erstmal wieder zurück in der harten Realität ankommen und, St. Ursula ist unser nächstes Ziel. Ich hoffe, ich habe davor nicht noch irgendwas anderes auf der Uhr. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr in die letzte Folge reingeguckt. Ich denke aber mal, dass ich nach der Sidequest direkt nach St. Ursula weiterziehen wollte.
Und das können wir uns ein bisschen abkürzen, indem ich mich direkt hier hinporte. So, müssen wir jetzt den Busstop nehmen oder... Ey, Moment. Moment, warte mal. Ich werde jetzt wahrscheinlich über die anderen Ausgänge nicht rauskommen, aber in diesem Intermission-Bereich sind wir jetzt hier zum ersten Mal. Come on, honey, cheer up. It's not like these monsters intentionally showed up to ruin our trip, right? Isn't it about time you stopped pouting and protesting next year's trip? Come on, honey, cheer up. Okay, also wird sie wahrscheinlich nicht abcheeren. I thought staying at Michelin was going to be an amazing experience, but it ended up being traumatizing. I mean, really, warhounds in Michelin? This guy over here slept through the whole thing like a rock. Achso, der hat das alles gar nicht mitbekommen. Ups. Na gut, also dass sie davon jetzt von den Ereignissen mitgenommen ist, kann ich ihr irgendwie nicht verübeln. Kia's with us, so we can't really traverse the highway on foot. It would be best to just take the bus. Okay, also sind wir hier alternativlos. Ah, da sind noch Leute. Moment, Hallöchen. My cold has gotten worse. Working too many late nights is probably taking its toll on me. Du Armer. Kann man hier irgendwas Gutes tun? Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht anstecken. I'm here to look after my father-in-law for the day. If only he'd listened to me when he started feeling sick. Tja, so ist das manchmal. Kann man nicht immer ausbremsen, egal wie vorsichtig man ist. We don't have any business at the airport. Schade eigentlich. Da hatte ich jetzt auch nochmal mit den Leuten gesprochen. Aber gut, dann kommen wir schneller an unsere Antworten. Looks like the next bus is coming right around now, actually. We arrived at a good time for once. Wait, what's coming? I think you'll be excited, Kia. It's something you've been wanting to ride. Ah, sie kennt das Konstrukt Bus gar nicht. Approximately 20 seconds. Oh. Da ist aber jemand pünktlich. Ich muss unbedingt speichern, sobald ich mich wieder bewegen kann. Ich habe in den ganzen letzten 2 Folgen, das ist jetzt die 3. am Stück, die ich aufnehme, ohne einmal gespeichert zu haben, glaube ich. Wow, that car is ginormous. This type of car is called a bus, Kia. Wie nennt man das? Diese Treppen da einfach ausgeklappt werden, damit die Leute da runterlaufen können. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Oh my goodness, there's a bunch of people coming out of it. Yep, they're all coming back from the hospital. Once we get on it, it will take us all the way south to St. Ursula. Ich hoffe, das wird die Fahrt ihres Lebens. I get to ride the bus with you too? Yep, I hope you're excited. I'm super excited. Come on, let's get on. Be careful as you go up the stairs. Wie so eine Mutti, ey. Wie erwachsen Theo auf einmal wirkt. Also nicht, dass sie vorher kindisch gewirkt hätte, aber es ist so in dieser Rolle ist schon ungewohnt irgendwie. An den Ort erinnere ich mich noch sehr gut. Der eine Part war ein bisschen stressig mit diesem Fishing-Tournament. Das habe ich noch lebendig vor Augen. Wow, look there, Lloyd. It's so pretty. Kia, use your inside voice. Our apologies for the disturbance. Oh, don't worry about it. A lively child is a healthy child. Are you all headed to visit someone? No, we're just going to the hospital for a consultation. Wow, I can see a cute little island over there. Hehe, it's shaped all funny. Was meint sie denn für eine Island? Oh, you. It seems this bus ride is living up to her expectations. Kann man so sagen. Aber wer hat auch mit was anderem gerechnet? So, da sind wir nach langer Zeit mal wieder. Ich weiß gar nicht, in welchem Chapter wir hier zuletzt waren. Ich glaube einmal auch in Chapter 3, oder? Ich weiß aber den Kontext nicht mehr. Doch, da habe ich wegen der Sidequest bin ich, glaube ich, da gewesen. That was amazing. Walking might be fun, but buses are super duper fun. Glad to hear it. It almost seems like that was her first time riding in a vehicle. I wonder if she hasn't been on an airship or a train either. What would you say this place was? What did you say this place was? A hospital?
Yeah, it's a medical college. That means it's a hospital where they also do research on things. They might even be able to help you remember the things you've forgotten, Kia. I don't really mind not remembering things, but if I do remember everything, would that make you and Tio happy? Well, yeah, of course it would. It's likely that some of the things you've forgotten are important memories. Please try to recover them, alright? Okay. I'll do my bestest to remember everything. That's the spirit. You don't have to push yourself too hard though, okay? Got it. Shall we ask the receptionist about the Neurology Department? Neurology. Ich habe die Stimme vom letzten Mal noch ein bisschen im Ohr, weil ich die Folge gestern erst geschnitten habe. Alles noch in lebendiger Erinnerung. So, hi. Hello there. Welcome to NIS America College. Good morning. Full of energy, are we? As I'm sure you're aware, you can find the reception desk in the hospital lobby. Das wissen wir. The bus just left, so you're going to have to wait a bit before the next one comes. You'll find the receptionist in the lobby. Wir werden uns hier vermutlich noch eine Weile aufhalten, aber danke trotzdem. Sehr nett von ihm. So, wen treffen wir denn hier so alles an? Lloyd? Das ist bestimmt... Oh Gott, wie hieß sie nochmal? Cecile oder so? Ah. Ja. Oh Gott, der Name war bestimmt falsch, oder? Ich hab's nicht so mit Namen. Es sind inzwischen zu viele. Aber Cecile habe ich mir richtig gemerkt, Gott sei Dank. Da ist sie. Nice to see you again. Da bekommen wir sie auch nochmal in Großaufnahme zu sehen. It looks like you two are doing well. I'm sure you worked hard during the festival. Has the department been keeping you busy? You could say that. Mal gucken, wann sie Kia spottet. Honestly, those 5 days were the busiest days of my life. And the following week was extremely busy as well. Well, it seems like you managed to survive in spite of all that. Hold on, that girl. Na, was will sie als erstes wissen? Hey Lloyd, do you know this lady too? That's right. Her name's Cecile. She is basically my big sister and she... No way. I can't believe you'd do something like this and keep it a secret from me. Oh, sie denkt jetzt nicht ernsthaft, dass das seine Tochter ist, oder? You went and got married without telling me. How could you not invite me? Die ist manchmal echt so anstrengend, ne? What? There's no need to hide it any longer. Hello, little girl, what's your name? Kia. Die wird jetzt bestimmt irgendwie sowas sagen. Ich bin deine Tante. Nenn mich Auntie Cecile oder so. Kia? What a cute name. You don't look like Lloyd though. Maybe you take after your mom. Wait, you don't look like Tio either. Cecile, I am 14 years old. Danke, Tio. Please stop for a second and think about this rationally. Me, Kia's dad? You know I'm not old enough for that to be the case, right? Ja, ich glaube, da ist sie irgendwie ein bisschen komisch drauf. Oh, now that I think about it, I guess that wouldn't make sense. Ja, willkommen in der Realität. Why do you even have to think about it? It should be obvious from a glance. Cecile, has anyone ever told you that you are a bit of a scatterbrain? What? Ja. Naja, die soll wahrscheinlich lustig sein, aber ich finde es tatsächlich einfach nur anstrengend. Die da hinten, die kenne ich auch noch. Die fängt mit T an. I guess I might have been a little too quick to jump to conclusions. After all, you're 18 and Kia looks around 9. It's impossible that you could be the father. That's what I said before. Where did you even get the idea that she was my daughter? Well, the two of you together just looked so much like a family. I couldn't help but assume you were her father. What? Wow, Lloyd, are you my daddy? Na, jetzt hat sie ihr ja ein Floh ins Ohr gesetzt, ey. I had no idea. No, I'm not. Hey, Tio. Just look at them. I mean, don't they look like father and daughter to you? Now that you mention it, I have to agree on it, Tio. Jetzt fall uns nicht noch in den Rücken. Eigentlich ist das ja süß gemeint,
Aber ich würde es falsch finden, ihr jetzt zu sagen, dass Lloyd ihr Daddy ist. Und in ihrer Gegenwart finde ich das deplatziert, ehrlich gesagt. Though they don't share physical similarities, their interactions are very reminiscent of family members. Are you serious? So Lloyd is my dad. Should I call you dad now? Let's just stick with Lloyd, okay? Okay, I guess. Anyway, Cecile, you're super nice. Yup, I like you a lot. Ich finde, weißt du, was mich immer noch ein bisschen traurig macht? Wie die erste Begegnung mit Estelle ablief, weil ich glaube, wenn die unter anderen Umständen sich kennengelernt hätten und das nicht gleich auf diese Frage hinausgelaufen wäre, wo Kia letztendlich übernachten soll, beziehungsweise leben soll, dann wären die irgendwie dicker miteinander, so. Wisst ihr, was ich meine? Weil das steht jetzt irgendwie so zwischen denen, weil das so holprig war zu Beginn und das stört mich so ein bisschen, weil ich möchte, dass Kia und Estelle sich gern haben, weil ich die beide auch gerne habe. Yup, I like you a lot. I like you too, Kia. I think the two of us are gonna get along just fine. Yep, just fine. Okay, they certainly became friends at record speed, didn't they? I am utterly exhausted all of a sudden. So, Lloyd, about Kia's memories. Deswegen sind wir hier. Yeah, it's basically like we told you earlier. We came here hoping we could have the neurology department take a look at Kia. Do you know who we should talk to? I do. And as it so happens, I believe you've already met him. He's Dr. Joachim Günther. Ach, der crazy Angler. Den kennen wir noch, ja. Hoffen wir, dass er heute da ist. What? That guy's in the neurology department? So that is what he practices. Well, at first glance he might seem like a carefree fishing enthusiast, but I've heard he's actually made a number of amazing breakthroughs at a foreign medical institution. Also ich zweifle seine Kompetenz überhaupt nicht an. Ich fand seine Aktion damals trotzdem scheiße, aber ich feiere es trotzdem, dass der da irgendwie so ein Hobby hat, in dem er aufblüht, und ich finde, das sagt nichts über seine Kompetenz als Arzt aus. Here at St. Ursula he manages the pharmacology oder so and neurology departments. That's pretty impressive. So you think he'd be the best one to talk to about Kia's condition? I do. I have no doubt that he'll be able to help in some fashion. We should stop by the reception desk and see if he's available. Da waren wir eigentlich gerade so halb auf dem Weg hin. Werden wir da jetzt, ja, wir werden direkt hingebracht. Yes, of course. Yes, sir. I sent them to the research ward then. Hi, Sarah. Long time no see. Dr. Günther says he can see you now. He will meet you at his laboratory in the research ward. Ist das da ganz oben auf dem Dach, wo wir bisher nicht reingekommen sind? That's great, thanks. I'm glad he wasn't too busy. Alright then, I'll leave you guys to it. Thanks for the help as always, Cecile. We'll make sure to say bye before we leave. I can't wait. See you soon, Kia. See ya. Hätten die beiden sich vor dem Festival kennengelernt, dann hätten sie da bestimmt auch eine schöne Zeit zusammen verbracht. Work keeps her busy, it seems. I doubt there's anyone in this entire hospital who works as hard as Cecile. Sometimes I wish that Hookie playing Dr. Günther would take a few pages out of her book. As for me, I wish Cecile wouldn't work herself so hard. Sind die unterbesetzt und deshalb ackert die sich so einen ab, oder blüht die einfach auf in dem, was sie tut, und reißt alles an sich? I don't know. Oh, I'm sorry. I should tell you how to get to Dr. Günther's lab. It's on the 4th floor of the research ward. I could take you there if you'd like. I think we'll be alright, thanks though. Ready to see the Dr. Kia? Yep, to the research thingy. Ich bin so gespannt, aber ich will jetzt auch die ganzen Gespräche hier nicht ignorieren, weil wir die schon... Ich weiß gar nicht, ob ich in Chapter 3 hier nochmal mit den Leuten gesprochen habe. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Aber wir gehen das jetzt hier einmal durch. Good morning. Ach, das hier ist nochmal genau das Gleiche. Und der verweist uns immer noch an die Reception Desk. Okay, den Punkt haben wir eigentlich schon überwunden. Keynes, hi. Du bist doch von Trinity. Du bist doch von der, oh Mann, wie heißen die denn nochmal? Von der
Testaments waren das. Oh mein Gott, ich muss jetzt echt nachschlagen, weil mir das keine Ruhe gelassen hat. Das ist mir vor kurzer Zeit nämlich schon mal passiert, dass ich auf den Namen nicht mehr gekommen bin. Testaments. So, jetzt bleibt das hoffentlich in meiner Birne. My mom told me to bring my old man his lunch today. Damn it, where the hell is he? I never wanted to see his ugly mug again. Keynes, genau. Du bist doch einer von den Testaments. Darauf wollte ich hinaus. Ja, die Kleidung passt auf jeden Fall. I'm here to visit a friend who was hospitalized after a big injury. Where in the world is his room? Vielleicht solltest du erstmal das Gebäude betreten. My friend's room was... Where was it again? I'll probably find it eventually if I just keep walking. Einfach an der Rezeption fragen, die sind da sehr nett. So, hier lief doch gerade schon wieder jemand rum. Dich kenne ich doch, Ada oder Ada. Oh, your Cecil's little brother? Oh my, isn't she a cutie? Make sure she doesn't get lost, okay? The hospital can get hectic at times. Wir passen schon auf. Ich dachte zuerst, dass sie uns wieder anbaggern will oder so, aber sie hat es scheinbar nur auf Kia abgesehen. Ich bin schon wieder ein bisschen verlockt, den Angelspot auch zu nutzen, aber nee, ich brauche wieder mehr Köder. Und wir haben schon lange keinen Zeitpunkt mehr gehabt, wo wir kontinuierlich neue Köder reinbekommen haben. Es wird mal wieder Zeit für ein Dungeon, wo uns bestimmte Gegner auch in großer Anzahl Köder droppen. Das wäre schön. Sorry, ich musste kurz gähnen. So, fängst du wirklich mit T an? Ne, mit F. Ups. Ich habe nichts gesagt. Es ist schon wieder alles sehr failig, was ich hier von mir gebe. Resident Flora. Oh, are you reading a book? Whatever it is, it looks super complicated, miss. A book about autopsies, huh? Well, wait, you're way too young to be reading stuff like that, Kia. Oh, that stings. You guys are irritating me. Hä? Warum hatten die so komisch gesprochen? Unbelievable. Can't you see that I'm trying to study here? Entschuldigung, Flora. Fauna und Flora. Sie studiert Fauna und Flora und heißt Flora. Ich brauche irgendwelche Eselsbrücken, die wahrscheinlich eh wieder nicht halten, weil wir zu selten herkommen, aber trotzdem. So, was gibt's denn hier Schönes? Ich habe ja irgendwann mal angefangen, alles auf 3 hochzukaufen. Machen wir einfach mal weiter. Kriege ich hier irgendwas, was ich anderswo nicht kriege? Das ist aber ganz schön teuer. Würde ich ja auch eine 800 stehen, hätte ich mich jetzt hier ordentlichst mit eingedeckt. Okay, komm, wir gehen jetzt mal auf 3 zumindest hoch. EP Charge. Davon habe ich ja auch noch voll wenig. 300 EP. Ich glaube, hiervon nehme ich mal 4 mit. Auch wenn ich mich schon wieder in kritischen Kämpfen sehe, wie ich davor zurückschrecke, das einzusetzen. Einfach weil da eine zu niedrige Zahl steht. Prevents poison. A mask made from antibacterial cloth for medical use. Ich nehme das einfach mal mit, damit da eine 1 steht. Wall Clock. Decoration for Ellie's room. Haben wir das? A cuckoo clock made by a famous artisan. Ich weiß nicht, ob ich die schon angebracht habe. Warte mal, ich will eine Sache mal kurz ausprobieren. Wenn das nämlich klappt, dann würde ich da einen Cut reinbauen und mir das einfach vor Ort angucken. Kommen wir jetzt zurück? Wahrscheinlich nicht. Kia's with us right now. It wouldn't be a good idea to go out onto the road with her. For now, we need to ask Dr. Günther for advice about Kia's lost memories. Okay. Boah, das ist ja mega die Geldverschwendung, wenn ich das jetzt einfach so einkaufe. Aber wer weiß, wann wir das nächste Mal hierhin zurückkommen. Ich wette, das haben wir schon. Ich kaufe es jetzt trotzdem nochmal. Notfalls, wenn ich Geld brauche, muss ich da irgendwie anders ran. Wir sind finanziell immer noch gut aufgestellt. Also, es wird uns zumindest noch keine Probleme bereiten. Aber ich glaube, mit Start des nächsten Kapitels, wenn dann wieder die ganzen Läden neues Zeug anbieten. Naja. Oh, I overheard your story, Missy. You're Cecil's niece, right? Huh? Really? Am I really, Lloyd? Woher weiß sie denn, was eine Nichte ist?
Das kann sie doch eigentlich gar nicht so im Detail wissen, wenn sie nicht mal weiß, was ein Bus ist. Woher soll sie dann diese familiären Verstrickungszusammenhänge kennen? No, this is a huge misunderstanding. Haha, just a bit of teasing. Don't take everything so seriously, okay? I'm confused. Why me? Lloyd reminds me of the typical comic relief archetype in these kinds of situations, ja. Und wenn er mit Frauen seines Alters irgendwie, romantische Beziehungen eingehen muss oder sich da irgendwas abzeichnet, da ist es dann genauso. You have to forgive me. Please make yourselves at home. Tja, jetzt fühlen sich alle unwohl, Kirsch. Hast du wieder toll geschafft hier. Wir lieben jetzt aus Protest. Wir brauchen wieder einen klaren Kopf für das, was bevorsteht. So, ich glaube, hier sind wir noch nie reingekommen, oder? Oder ist das jetzt irgendwie neu, dass wir vor verschlossenen Türen stehen? Ich glaube nicht. Was war denn hier nochmal? Achso, hier waren die Schlafgemächer. Getrennt nach Männer und Frauen. Mal gucken, wen wir hier so antreffen. Wir haben hier irgendwann mal diese eine Ärztin, die Ursuline haben wir doch hier mal angetroffen, oder? Marone oder Marone. Apparently, Cerrone likes to dry bed sheets on the roof around this time. I just happened to glance up at the sky from the balcony over there on a whim, and I was met with a full-on view up her skirt. Ideals. I need to tell her to be more mindful of her surroundings. Ach du grüne Neune, alles klar. Cerrone can be a little naive. At the very least, I would warn her to be wary of any men who make a few too many visits out to the balcony. Ich hoffe, sie hatte wenigstens einen Schlüpper an. Ich meine, das ist dann trotzdem ein Problem, aber naja, geht halt immer noch schlimmer, ne? So, mit ihr hatten wir gerade schon... Also ich gehe mal davon aus, dass das die gleiche ist. Hier läuft doch nur eine durch den Gang, oder? Ja, es ist immer noch Marone. So, sie ist scheinbar... die einzige, die wir hier sehen. Ach so, von diesem Balkony ist die Rede. Auch wenn man rein vom Winkel her, wenn man das jetzt maßstabsgerecht beurteilt, von ich hier niemals unter ihren Rock gucken könnte. Dafür ist die Etage viel zu hoch. Also es sei denn, sie stellt sich mit dem Hintern an das Geländer da oben und fängt an, sich zu bücken oder so. Aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Also, das müssen schon sehr pervertierte Menschen sein, die sich da hinstellen und sich entsprechend verrenken, um da einen Blick unter ihren Rock erhaschen zu können. Oh jemine, was für Themen, die sich hier so rumplagen müssen. Okay, haben wir hier auf der Etage irgendjemanden aktuell? Ich glaube, hier im letzten Zimmer hatten wir... Ich glaube, das ist das Ursuline-Zimmer, aber vielleicht verwechsel ich das auch. Nee, doch nicht. A framed photograph of Cecile Lloyd and a young man with a fearless glint in his eyes sits on the shelf. Das kennen wir schon. Ist das jetzt Ceciles Room? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Okay, warte mal. Hier geht's jetzt weiter. Was war nochmal auf der Seite? Hier ist auch noch ein Zimmer gewesen. Ja, guck mal hier. Nee, das ist die Ursuline, oder? Ja. Immer nur am Pennen oder am Chillen. Just 5 more minutes. Give me 15 minutes and I'll get up, alright? Oh, die Arme, ey. Wie wir einfach voll in ihre Komfortzone eindringen, wo wir gar nichts zu suchen haben. Ich finde das so unhöflich. Das hat mich auch bei Elia schon so angenervt, wie wir sie da angetroffen haben, in ihrer sehr unrühmlichen Position, wie sie am Schlafen ist. Ey, steht uns eigentlich überhaupt nicht zu. Maifa may be a nurse, but wowie, does she have a short fuse? Trust me, I've seen it firsthand. Anyway, Maifa has to check on Mr. Gable today. You know, the infamous Mr. Gable. Will she be okay? Maifa may be a nurse, but wowie, does she have a short fuse? Mr. Gable is as pig-headed as they come, you see. I can't help but wonder if Maifa has the patience to deal with him. Mr. Gable, war das dieser arrogante Sack, der von allen immer irgendwie Sonderbehandlung wünscht und sich selbstständig ins Zentrum gestellt hat? Ich erinnere mich an diesen einen speziellen Patienten, aber ich weiß nicht mehr, ob der Mr. Gable hieß. So, ich würde vermuten, dass hier jetzt der richtige Weg ist, aber ganz sicher bin ich mir nicht. You don't look sick. You have business in the research ward or something? Ja. Ja, wir sind auch nicht obviously sick, sondern haben einen komplexeren Fall.
Auf der anderen Seite, Leute, die in diese Neurology Ward reinkommen, das sind wahrscheinlich jetzt nicht die Leute, die einfach nur einen Schnupfen haben oder denen man ansieht, dass sie eine Beule auf dem Kopf haben, oder? Das sind doch dann eher unsichtbare Phänomene, die die Patienten dahin treiben. Warte mal, ich muss jetzt, einfach um meinen Überblick zu behalten, wenn ich von hier anfange, diesen Gebäudeteil abzusuchen, das Teil. Das Gebäudeteil. Der Gebäudeteil? Der Gebäudeteil, oder? Ich habe gerade richtig gelegen, weil in manchen Kontexten sagt man ja auch das Teil. Aber der Teil klappt auch. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Warum beschäftigt mich das? Vor allem so ein komisches Standardwort. Egal. Auf jeden Fall wollte ich hier rüber reingehen, weil ich von hier aus eine bessere Orientierung habe. It's always go, go, go here at the hospital. Little to any time off. And when you are nice and asleep, there's an emergency to drag you right back up. Honestly, now that I think about it, this career is something you would keep doing only if you really love it. I never considered myself all that resilient before, but if I can keep up with St. Ursula, I'd say I'm pretty tough. Absolut. Das unterschreibe ich dir mit jeder Silbe. There's no way to soldier through this demanding of career unless you really love it. Cecile is one of those people that I just know loves their job. Ja, ich glaube, da hat sie echt recht. Das ist im Real Life ja genauso. Du musst es lieben, was du tust, sonst würdest du dir das nicht im Ansatz mehrere Jahre freiwillig antun bei der Arbeitsbelastung, die die meisten haben. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Break. Ich werde beim nächsten Mal, außer mit ihr, wie hieß du nochmal, Lan? Außer mit Lan werden wir beim nächsten Mal dann hier mit allen sprechen und uns dann nach und nach durch das Hospital durcharbeiten und dann hoffentlich auch den Punkt erreichen, wo wir die Diagnose für Kia uns anhören werden, beziehungsweise ihr Gedächtnis wiederherstellen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!